Klimaschutz geht uns alle an. Unter welchen Umständen unsere Kinder und Enkel auf der Erde leben, wird davon abhängen, ob wir die auf UN-Ebene vereinbarte Begrenzung der Erderwärmung um 1,5 Grad einhalten. In Deutschland konnte der CO2-Ausstoß im Gebäudesektor seit 1990 zwar deutlich gesenkt werden, aber die Ziele für 2020 und 2030 werden wir nach heutigem Stand deutlich verfehlen. Als wichtigstes Instrument zur Reduktion des CO2-Ausstoßes wird bislang die energetische Sanierung gesehen. Hier geht es vor allem um die Dämmung der Fassade, des Daches, der Kellerdecke, den Austausch von Fenstern und den Einbau neuer Heizungen mit typischen Kosten von 200 bis 250 € pro Quadratmeter. Da die Gebäudehülle hierbei nahezu luftdicht verschlossen wird, treten oft Probleme mit Luftfeuchtigkeit und Schimmel auf. Hierdurch notwendig werdende Lüftungstechnik treibt die Gesamtkosten auf 300 bis 350 € pro Quadratmeter. Dieser Betrag lässt sich kurzfristig weder auf Mieter oder Eigentümer umlegen, noch aus Steuermitteln finanzieren und amortisiert sich frühestens nach 15 bis 20 Jahren. Einen Ausweg bieten elektronische Heizkörperthermostate, mit denen Wohnräume intelligent geheizt werden können. Mit einem Fensterkontakt, der das Öffnen und Schließen von Fenstern automatisch erkennt, wird auch der Energieverschwendung beim Lüften Einhalt geboten. Studien zeigen, dass so je nach Alter des Gebäudes zwischen 10 und 30%, in der Spitze sogar 35% Energie gespart werden. Das größte Einsparpotenzial liegt im Gebäudesektor bei den Altbauten, zu denen 61% aller deutschen Wohngebäude gehören. Sie sind für 83,6% des Energieverbrauchs verantwortlich. Mit einer smarten Einzelraumregelung lassen sich insgesamt zwischen 16 und 24 Megatonnen CO2 einsparen. Und damit sogar mehr, als es das Ziel der Bundesregierung bis 2030 im Gebäudesektor vorgibt. Wichtig: Die Kosten für eine Smart-Home-Lösung liegen typisch nur bei 3 bis 5 € je Quadratmeter und amortisieren sich in spätestens 2 bis 3 Jahren. Dabei senkt die Technologie nicht nur den Energieverbrauch, sondern steigert zudem massiv den Wohnkomfort. Wir sind überzeugt, langfristig führt volkswirtschaftlich kein Weg an einem energetisch günstigen Gebäudebestand vorbei. Dies ist jedoch eine Aufgabe einer ganzen Generation. Mit der smarten Einzelraumregelung steht Mietern und Vermietern hingegen eine Brückentechnologie zur Verfügung, die aufgrund ihrer geringen Kosten und raschen Amortisation, dem enormen Energiesparpotenzial und der kurzfristigen Verfügbarkeit ab sofort dazu beitragen kann, die Klimaschutzziele im Gebäudesektor zu erreichen.